Aufgrund steigender Energiekosten gewinnt der Eigenverbrauch von Photovoltaikstrom immer mehr an Bedeutung. Statt den Strom aus dem öffentlichen Netz zu beziehen, nutzt du also die Energie deiner PV-Anlage, um dein Elektroauto aufzuladen. Der Eigenverbrauch lässt sich dadurch deutlich verbessern und du musst deinen überschüssigen Strom nicht für ein geringes Entgelt ins öffentliche Netz einspeisen. Aber wie funktioniert das Laden mit einer PV-Anlage? Und wie kannst du sicherstellen, dass du dein E-Auto so smart und kosteneffizient wie möglich damit lädst? Genau das erkläre ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von GoE. Mein Name ist Tim und das Laden mit deiner PV-Anlage hat zahlreiche Vorteile. Denn du fährst zum Beispiel 100% emissionsfrei. Und lädst du mit überschüssigem Strom aus deiner PV-Anlage, kannst du deinen Eigenverbrauch optimieren. Statt die Energie für ein geringes Entgelt ins Netz einzuspeisen und später wieder zu höheren Kosten zuzukaufen. So sparst du jede Menge Geld. Um dein Elektroauto mit Solarstrom zu laden, brauchst du eine Photovoltaikanlage, welche unter anderem aus einem Montagegestell, Solarmodulen, Solarkabeln und einem Wechselrichter besteht. Eine smarte Wallbox wie den GoE Charger. Und ein Energiemanagementsystem, kurz EMS, wie den GoE Controller. Optional könntest du auch einen Batteriespeicher in Betracht ziehen. Der Nachteil ist jedoch aktuell der, dass die Speicherkapazität im Vergleich zur Elektroautobatterie meist gering ist und die Anschaffungskosten relativ hoch sind. Wirtschaftlich lohnt sich das in vielen Fällen erst nach einem langen Zeitraum der Verwendung. Letztendlich ist dies aber eine Einzelfallentscheidung, die sich am Energiebedarf der Verbraucher im Haus orientieren sollte. Für das Laden des Elektroautos sollte die Investitionsentscheidung aktuell keine Rolle spielen. Der GoE Charger in Kombination mit dem GoE Controller ersetzt zwar nicht den Batteriespeicher, das smarte Wallbox-System ist aber auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, Überschussstrom sinnvoll zu verwenden. Das intelligente Duo ermöglicht dir, den von deiner PV-Anlage erzeugten überschüssigen Strom für das Laden deines Elektroautos zu nutzen, anstatt die Energie ins öffentliche Netz einzuspeisen und bei Bedarf zu deutlich höheren Preisen später wieder einzukaufen. So macht das Laden mit deiner PV-Anlage sowohl ökologisch als auch ökonomisch Sinn. Schauen wir uns das Ganze anhand des GoE Chargers und des GoE Controllers genauer an. Für das einphasige Laden deines Elektroautos sind mindestens 1,4 Kilowatt notwendig. So viel Solarstrom sollte also nach Abzug des Haushaltsbedarfs noch vorhanden sein, um zumindest einphasig ohne Netzbezug laden zu können. Natürlich kannst du diese Schwelle auch niedriger einstellen. Dann lädt der GoE Charger aber mit etwas Strom aus dem Netz. Willst du dreiphasig nur mit PV-Überschuss laden, sollte deine PV-Anlage mindestens 4,2 Kilowatt produzieren. Der GoE Controller erkennt, wie hoch der Energiebedarf in deinem Gebäude ist und misst, wie viel Überschussstrom deine PV-Anlage produziert. Diese Informationen übermittelt er in Echtzeit an den GoE Charger. Generiert deine PV-Anlage einen Überschuss von 1,4 Kilowatt, kümmert sich der GoE Charger darum, den Ladevorgang zu starten. So wird dein überschüssiger Strom klug und effizient genutzt. Lehn dich einfach zurück und lass die zwei Geräte ihre Arbeit tun. Du kannst dir sicher sein, dass dein überschüssiger PV-Strom nicht viel zu günstig ins öffentliche Stromnetz eingespeist wird, wenn dein Auto geladen werden könnte. In der GoE-App stellst du ein, in welchem Modus geladen werden soll. Im Standardmodus wird dein E-Auto einfach so schnell wie möglich geladen, ganz egal woher der Strom kommt. Wählst du jedoch den Eco-Modus aus, kannst du dein Auto dann laden, wenn du PV-Überschuss produzierst. Oder alternativ auch zu den günstigsten Stunden, wenn du einen Strompreis mit stundengenauer Abrechnung mit deinem Energieanbieter abgeschlossen hast und dieser auch in der GoE-App gelistet ist. Am günstigsten ist es meistens mitten in der Nacht. Kombinierst du diese Funktionen, wird es so richtig spannend für dich, denn du kannst damit viel smarter und kostengünstiger laden. Du legst einfach nur deine Präferenzen fest und GoE Controller sowie GoE Charger erledigen den Rest. Möchtest du dir ganz sicher sein, dass der GoE Charger dein Auto bis zum Morgen mit einer bestimmten Menge an Energie lädt und du dabei mit PV-Strom oder dem günstigen Netzstrom eines Stromanbieters mit flexiblen Tarifen lädst? Dann gibt es in der GoE-App einen weiteren spannenden Modus, nämlich den Next Trip Modus. Trage in der App einfach ein, wann der Ladevorgang beendet sein muss und wie viel Kilowattstunden Energie geladen werden soll. Der GoE Charger überprüft dann, wann der Strom am günstigsten aus dem Netz zu beziehen ist. Um die benötigte Strommenge zu laden, wird zunächst PV-Strom genutzt, sofern dieser natürlich verfügbar ist, und nur die Restmenge wird aus dem öffentlichen Stromnetz bezogen.
Der GoE Charger kalkuliert dabei zeitlich auch ein, dass vielleicht nicht immer mit der vollen Leistung geladen werden kann. Das Spannende ist, dass du mit diesem smarten Wallbox-System von GoE ganz individuell für dich entscheiden kannst, mit welchem Strom du dein Elektroauto laden möchtest. Willst du mehr zu unseren Produkten und der GoE-App erfahren, dann besuche goe.com oder schau dir unsere anderen Videos an, die wir dir in der Videobeschreibung und am Ende dieses Videos verlinkt haben. Wenn du dein Elektroauto mit deiner PV-Anlage lädst, dann versuche dabei deinen Eigenverbrauch so gut wie möglich zu optimieren und im Ergebnis so viel Geld wie möglich zu sparen. In Kombination mit flexiblen Stromtarifen bleibt noch mehr in deiner Geldbörse übrig. So kannst du locker verreisen und dir mit dem gesparten Geld schöne Dinge des Lebens gönnen. Idealerweise erledigt dein smartes Wallbox-System die Optimierung für dich, sodass du dich zurücklehnen und deine Freizeit genießen kannst. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Willst du mehr zum GoE Controller und GoE Charger erfahren, dann schau dir unsere Videos dazu an. Hast du weitere Fragen? Nutze einfach die Kommentarfunktion unterhalb des Videos oder besuche uns unter goe.com. Die Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Tim von GoE.